eingestellt am Bahnsteig 2 zur Weiterfahrt nach Ilsenburg. Fahrplanmäßige Abfahrtzeit 18:28 Uhr. Wernigerode, die bunte Stadt am Harz. Im Sommer 1982 dampft es hier nicht nur auf der schmalspurigen Harz-Querbahn, auch auf der Normalspurstrecke Halberstadt-Wernigerode-Ilsenburg dominieren noch die Dampflokomotiven. Personenzüge, Güterzüge, ja selbst Schnellzüge bekommen die Maschinen der Baureihe 5035 an den Haken. Fast ständig begegnen uns in Wernigerode 2, 3 Dampflokomotiven gleichzeitig. (1982) beheimaten das Bahnbetriebswerk Halberstadt und die angeschlossene Einsatzstelle Oschersleben noch über 20 Maschinen der Baureihe 5035. Wernigerode, am Bahnsteig 1 eingefahrener Personenzug von Ilsenburg endet hier. Alles Aussteigenzug endet hier. Am frühen Abend, wenn die Personenzüge von und nach Ilsenburg fahren und der D-Zug nach Berlin bereitgestellt wird, herrscht hier besonders geschäftiges Treiben. Das Personal der 503675 darf sich heute auf eine Schnellzugleistung freuen. Der D649 Wernigerode-Berlin fährt auf dem ersten Abschnitt bis Halberstadt planmäßig dampfbespannt. Schon vor einiger Zeit hat die Reichsbahn ihre 01er und 03er Schnellzuglokomotiven aus den letzten hochwertigen Diensten verabschiedet. Doch hier, sozusagen im letzten Zipfel der DDR, gibt es noch ein bisschen Schnellzugdampf, wenn auch mit Güterzuglokomotiven.
Während der D649 bereitgestellt wird, können wir uns bereits über die nächste Dampflok freuen. Die 503557 hat den Wagenzug gebracht. Sie wird jetzt einen Nahgüterzug übernehmen. Die dicht belegten Gleise zeugen von lebhaftem Güterverkehr. Überall in der DDR müssen Transporte über mehr als 50 Kilometer mit der Bahn abgewickelt werden. Die Landwirtschaft und die vielen kleinen Industriebetriebe im Harzvorland sind davon nicht ausgenommen. Am Bahnsteig 1 zurücktreten von der Bahnsteigkampe. Wird bereitet der Durchflug nach Berlin. Fahrplan ist ja Fahrzeug 18:37 Uhr. Zurücktreten von der Bahnsteigkampe. Je ein Schnellzugpaar verbindet die kleine Kreisstadt Wernigerode täglich mit Berlin, Leipzig und Dresden. Viele Harzurlauber nutzen gern diese direkten Züge. Die Wagen sind nicht vom Feinsten, aber das ist man ja hierzulande gewohnt. Die Reisenden freuen sich schon, wenn sie sich wenigstens die Fenster nicht selber putzen müssen. Der Berliner Zug führt sogar einen Buffetwagen. Tender voran geht's los, obwohl rückwärts die Fahrgeschwindigkeit der 50er auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt ist. Macht nichts, ein Blick ins Kursbuch verrät, dass dem Schnellzug für die knapp 25 Kilometer nach Halberstadt fast eine halbe Stunde Zeit bleibt. Ortswechsel. Um dieselbe Stunde steht in Thale der Flügelzug D2049 zur Abfahrt bereit. In Halberstadt soll er mit dem D649 vereinigt werden. Die Diesellok 118060 wird dem nachfolgenden Personenzug vorgespannt. Der Schnellzug fährt dagegen auch hier mit Dampf.
Der Meister macht die obligate letzte Runde um seine 50:36:29, fühlt noch einmal nach den Lagern. Abfahrt. Pünktlich um 18:25 Uhr macht sich der D-2049 auf den Weg. Wir lassen den Schnellzug erst einmal fahren und bleiben noch ein wenig in Thale. Fast stündlich verbinden Personenzüge das Harzstädtchen mit Quedlinburg und Halberstadt. In Thale begegnet uns die 50:35:57 wieder. Die Gleise des Endbahnhofs führen auf eine Drehscheibe, groß genug für die fast 23 Meter langen 50er. Und das ist eine besondere Überraschung. Die 01 1511, eine der letzten betriebsfähigen Reco 01. Sie stand schon auf dem Abstellgleis, wurde dann aber für ein kurzes Intermezzo noch einmal hervorgeholt. Da staunen die großen und die kleinen Eisenbahnfans. Die Erdölknappheit hat's möglich gemacht. Zwischen März und Oktober 1982 verdient sich die 01 1511 beim Bahnbetriebswerk Halberstadt ihr letztes Gnadenbrot.
Romanische und gotische Kirchen prägen die Silhouette von Halberstadt. Die einst an mittelalterlichen Fachwerkhäusern reiche Stadt ging 1945 bei einem Bombenangriff fast völlig unter. Halberstadt lebt zu guten Teilen von der Eisenbahn. Zum Knotenbahnhof kommen das Bahnbetriebswerk und ein großes Reichsbahn-Ausbesserungswerk, spezialisiert auf den Neubau von Reisezugwagen. Auch die Fahrzeuge des D 2049 sind hier entstanden. Das ortsansässige Fleischwerk packt Bockwürstchen in Konservendosen. DDR-weit sind sie als Halberstädter Kurze bekannt. Die 26,4 Meter Wagen heißen bei den Eisenbahnern dagegen lange Halberstädter. Verkürzen wir uns die Zeit des Wartens auf den Wernigeröder-Zugteil mit einem kleinen Bummel. Auch 40 Jahre nach der Bombennacht klaffen im Stadtbild noch große Lücken. Das Empfangsgebäude ist ein Provisorium geblieben. Die 50.000 Einwohnerstadt nennt ein kleines Straßenbahnnetz mit 3 Linien ihr eigen. In der Unterstadt sind ein paar Reste der alten Fachwerkzeilen stehen geblieben. Durch diese malerischen Straßen und Gassen rumpeln zweiachsige Gotha-Wagen. Seit 1903 fährt in Halberstadt die elektrische Straßenbahn. Der Betrieb gründete sich damals auf ein schon länger vorhandenes meterspuriges Pferdebahnnetz. In den 80er Jahren besteht der Halberstädter Wagenpark überwiegend aus Fahrzeugen vom Typ Gotha sowie aus diesen Reco-Zügen der Bauart Schöne Weide. Wahrzeichen der Stadt ist der gewaltige Dom. Eine Urkunde aus dem Jahre 827 erwähnt hier erstmals einen Bischofssitz. Aus der damaligen Domburg wuchs im Laufe der Jahrhunderte ein blühender Handelsplatz. Halberstadt gehörte sogar der Hanse an. So gut es eben geht, versucht man die Zeugnisse dieser großen Geschichte zu erhalten. Auch sie prägt das Bild der Stadt, die gotische Martinikirche mit ihren beiden ungleichen Türmen. Kaufleute aus Flandern, den Niederlanden und aus England strömten im Mittelalter durch die Tore der Stadt. Leinen und Tuchwaren waren damals die begehrtesten Güter. Das Handwerk stand also auf goldenem Boden. Machen wir uns auf den Weg zurück zum Bahnhof. Unterdessen trifft nämlich auch der D 649 ein. Gemeinsam mit dem Zugteil aus Thale wird er in wenigen Minuten seine Fahrt fortsetzen. Für die beiden Dampflokomotiven ist in Halberstadt Endstation.
Lassen wir den D649 nach Berlin dieseln. Wir bleiben in der Gegend zwischen Harz und Börde und bei den 50ern. Im nahen Bahnbetriebswerk werden unsere beiden Dampflokomotiven bereits auf ihre nächsten Einsätze vorbereitet. Großquenstedt an der Strecke Halberstadt-Magdeburg. Hier treffen wir die 50er in ihrem eigentlichen Metier, dem Güterzugdienst. Auf die Männer, die gerade auf der 50 35 79 den Dienst übernehmen, wartet eine anstrengende Fuhre. Vor dem schweren Kohlenganzzug müssen sich gleich auf 2 Maschinen die Heizer ins Zeug legen.
Kohle ist in der DDR Primärenergieträger Nummer 1. Abertausende Tonnen davon transportiert die Reichsbahn tagtäglich durchs Land. Schon wieder eine Doppelbespannung. Dass die 503557 hier Vorspanndienste leistet, ist aber eher umlauftechnisch bedingt. In Nienhagen begegnen wir der 503680. Sie musste mit ihrem Kohlenzug an die Seite, um Reisezügen Platz zu machen. Schwarze Mustangs nennen die Lokführer ihre Reco 50er. Ein treffender Name, denn unter dem Kesselblech ruhen Kraft und Ausdauer in schier unerschöpflichem Maße. 3000 Tonnen schleppt diese Maschine anstandslos weg. Und mit einer 5035 nimmt jeder Lokführer über 500 Tonnen selbst in eine 20-Promille-Steigung mit. Und wie leichtfüßig die 50er ist. Reichlich 15 Tonnen bringt jede Kuppelachse aufs Gleis. Damit kommt die Maschine über jede Strecke. Die dieselelektrische 132, die uns hier begegnet, zieht zwar noch einiges mehr weg, dafür schlägt jeder ihrer Radsätze aber auch mit 20 Tonnen zu Buche. Und von der Baureihe 112, der Reichsbahn V100, braucht es im schweren Güterzugdienst gleich 2 Lokomotiven, um eine 50er zu ersetzen. Zahlenspielereien? Nun, sie tragen gewiss zur Erklärung bei, warum die Deutsche Reichsbahn bis weit in die 80er Jahre hinein auf die 50er nicht verzichten konnte. Nach dem Personenzug darf auch die 503680 wieder auf die Strecke. Ist der Güterzug erst einmal losgebrochen, geht es bald flotter voran. Die 503707 übernimmt einen Durchgangsgüterzug. Er scheint wertvolle Fracht oder irgendwelche militärischen Güter mitzuführen, denn an der Spitze läuft ein Begleiterwagen der Transportpolizei.
Natürlich stehen nicht nur die endlos scheinenden Durchgangszüge auf dem Dienstplan. Vor allem den Heizern mag der Nahgüterzugdienst mehr Freude machen. Die Mannschaft der 50 35 56 hat in Quedlinburg ihre Aufgaben erfüllt. Gleich kann die Leerfahrt ins heimische BW Halberstadt starten. Derweil besorgt die 50 37 08 in Quedlinburg das Rangiergeschäft. Dutzende Male geht es durch den Bahnhof hin und her, ehe der alte Zug aufgelöst ist, alle Ladestraßen, Rampen und Anschlussgleise bedient sind und der neue Zug bereitsteht. Kohlen, Baustoffe, Holz, Flüssigkeiten, Kisten, Körbe, Fässer, Ballen. Unglaublich, was selbst in dieses kleine Städtchen alles mit der Bahn transportiert wird. So gibt es Arbeit für eine zweite Lokomotive, die 50 35 70. Schwarze Mustangs. Die erfolgreichen Lokomotiven entstanden eigentlich aus einer Notsituation heraus. Von den Einheitslokomotiven der Baureihe 50 waren der Deutschen Reichsbahn nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich 350 reichlich abgewirtschaftete Maschinen geblieben. Wegen ihrer geringen Achslast waren sie jedoch völlig unverzichtbar. Ab 1957 wurde darum ein moderner Ersatzkessel eingebaut, vollständig geschweißt, mit einer Verbrennungskammer versehen und über einen Mischvorwärmer gespeist. Die so rekonstruierten Lokomotiven erhielten die Baureihenbezeichnung 50 35 bis 37. Insgesamt wurden 207 Lokomotiven neu bekesselt. Der Ersatzkessel hatte eine wesentlich höhere Verdampfungsleistung als der Einheitskessel und die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven war ganz erheblich gestiegen. Aber das hatten wir ja schon. Auch nach der Rekonstruktion behielten die Maschinen ihre angestammten Einheitstender der Bauart 22T26. Die 50 37 08, wir sahen sie eben, führt einen solchen Tender. Anfang der 80er Jahre sind, so wie die 50 35 70, viele Lokomotiven mit Tendern der Bauart 22T28 gekuppelt worden, die von abgestellten Neubaulokomotiven der Reihe 50 40 stammten.
Ein letztes Mal wechseln wir den Schauplatz. Auch die 503629 steht im Nahgüterzugdienst. Sie bedient auf ihrer Tour die Bahnhöfe zwischen Frose und Quedlinburg. Viel gibt es in Ermsleben heute nicht zu tun. Der Meister sitzt wohl noch gemütlich beim Kaffee, während sein Heizer nach dem Kessel schaut. Da kommt er ja, der Lokomotivführer. Es wird wohl gleich weitergehen. Ganze 2 Wagen soll die 503629 mitnehmen. Endlich, der Personenzug aus Quedlinburg. Gleich ist die Strecke frei. Das war's von den schwarzen Mustangs. Ab 1983 kamen immer mehr Diesellokomotiven der Reihen 132 und 119 zum BW Halberstadt und brachen in die letzten Reservate der Dampflokomotiven ein. Dennoch, es sollte bis zum 29. Oktober 1988 dauern, ehe die Dampflokzeit auf deutschen Normalspurstrecken endgültig vorüber war. Eine Halberstädter Lokomotive, die 503559, absolvierte an jenem Tag die letzten planmäßigen Fahrten.